Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen, hier bin ich wieder. Was für ein wunderschöner Morgen. Ich habe gerade aus dem Fenster geschaut, hier in Thessaloniki, Griechenland, einen wunderschönen Sonnenaufgang mir angeschaut. Heute ist Sonntag. Man sagt der Tag des Herrn, der Tag des Gottesdienstes. Was ist Gottesdienst? Wie können wir Gott dienen? In dem möchte ich mich heute mit dir verbinden, in dieser Idee. Was heißt es, Gott zu dienen? Gott zu dienen heißt meinem Bruder zu dienen, weil Gott ist in ihm. Die Frage ist immer, wer ist mein Vater? Wer ist der Vater meines Bruders? Das ist, was für mich Gottesdienst ist, diese Frage zu stellen. Wer ist mein Vater? Wer ist der Vater meines Bruders? Ist es der leibliche Vater? Ist es der, der uns einen Körper gegeben hat? Oder ist es unser geistiger Vater? Du könnten sagen, die Liebe. Bin ich ein Sohn Gottes? Ist mein Bruder ein Sohn Gottes? Ein Sohn der Liebe? Bin ich ein Sohn der Liebe? Hat mich die Liebe erschaffen wie sich selbst? Bin ich nach dem Ebenbild der Liebe erschaffen worden? Ist mein Bruder nach dem Ebenbild der Liebe erschaffen worden? Gottesdienst für mich, wie ich der Liebe dienen kann, wie ich der Liebe gerecht werde. Ist die Schuld nicht mehr aufrechtzuerhalten? Ist nicht mehr niemanden zu beschuldigen? Weil wie, wenn ich wissen würde, wenn ich erkenne, dass mein Bruder, sein Vater, die Liebe ist, so wie mein Vater die Liebe ist, wie könnte ich dann noch beschuldigen? Wie könnte ich dann noch glauben, dass mein Bruder was falsch machen würde, das mich verletzen würde? Die Schuld im Gottessohn anzunehmen, war das Ende der Einheit, war das Vergessen, dass mein Vater und der Vater meines Bruders derselbe ist, die Liebe. Für das Ego für mich im Vergessen sind die Schuldlosen, meine Brüder, schuldig. Für mich im Erinnern, im Erwachen sind meine Brüder nach wie vor schuldlos. Es ist nichts passiert.
Das, was ich glaube, mein Bruder hätte mir angetan, ist nie geschehen, weil die Liebe nicht angreift, weil die Liebe nicht beschuldigt, weil die Liebe totale Verantwortung übernimmt. Ist das nicht Gottesdienst, wenn ich erkenne, dass ich verantwortlich bin für alles, was ich erfahre? Und Jesus im Kurs gibt uns ein wunderschönes Gebet, das Gebet zur Befreiung der Schuld, im Wiedererkennen, dass die Liebe mein Vater ist. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Ich wähle die Gefühle, die ich erfahre. Und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Ist Schuldlosigkeit mein Ziel? Ist das Erkennen, dass der Vater meines Bruders und mein Vater dasselbe ist? Die Liebe ist mein Ziel? Und ich entscheide mich für das Ziel, das ich erreichen möchte. Und ich bitte um alles, was mir zu widerfahren scheint. Und ich empfange, wie ich gegeben habe. Ich empfange Schuldlosigkeit, wenn ich Schuldlosigkeit gebe. Ich empfange Unverletzlichkeit, wenn ich Unverletzlichkeit gebe. Ich empfange Freude, wenn ich Freude gebe. Das ist das Einzige, was du dafür tun brauchst, damit die Schau Glück, Befreiung von Schmerz und das vollständige Entrinnen aus der Sünde, aus der Schuld dir gegeben werden. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe. Und da ich verantwortlich bin für das, was ich sehe, will ich alles anders sehen. Rein, von der Schuld befreit, so wie es in Wirklichkeit ist. Mein Bruder in Wirklichkeit ist die Schöpfung der Liebe, ist eine Schöpfung der Liebe, ist die Schöpfung der Liebe, wurde aus der Liebe geschaffen, unschuldig, für immer unschuldig. Könnt ihr noch euch erinnern, in der Bibel, Jesus mit der Ehebrecherin. Er hat sie in einem Moment der größten Versuchung, wo alle sie anklagen wollten, sie steinigen wollten, hat er sie als seine geliebte Schwester unschuldig gesehen. Aus seiner eigenen Unschuld, aus seinem eigenen Erkennen, ich bin ein Geschöpf der Liebe, wie sie ein Geschöpf der Liebe ist. Wir teilen den gleichen Vater und zwischen uns besteht kein Unterschied, besteht kein Graben.
Alles, was ich ihr gebe, empfange ich selbst. Ich gebe ihr Unschuld und sehe mich selbst als unschuldig. Ich erkenne sie als Geschöpf eines liebevollsten Vaters. Und ich erkenne mich selber als dieses Geschöpf. Wer ist mein Vater? Wer ist der Vater meines Bruders? Kann es unterschiedliche Väter geben? Oder gibt es nur einen Vater? Die Liebe, die unschuldig ist. Wie oft in Situationen stelle ich mir diese Frage: Wer ist mein Vater? Und wer ist der Vater meines Bruders? Wenn mein Bruder ein Geschöpf der Liebe ist, wenn ich ihn so sehe, wenn ich mich verantwortlich mache für das Sehen, dann bin ich es auch. Und dann ist Schmerz unmöglich. Dann ist Leiden unmöglich. Weil dann wurde die Wahrheit, die Liebe in meinem Bewusstsein, in deinem Bewusstsein wiederhergestellt. Und das ist, was Gottesdienst für mich ist. Der Dienst an meinem Bruder, ihn so zu erkennen, wie er wirklich ist. Schuldlos. Als Geschöpf eines immer liebenden Vaters. Es ist so einfach. Gottesdienst ist Bruderdienst. Gottesdienst ist das Erkennen der Schuldlosigkeit in der gesamten Schöpfung. Und ist die Rückkehr zur Freude, weil Freude ist, was Schuldlosigkeit ist. Danke, mein lieber Bruder, dass wir das heute feiern können, dass wir das heute üben können, erkennen können und uns in der ewigen Liebe Gottes verbinden können. Und so wünsche ich dir heute einen Tag, in dem ich mich verantwortlich mache für mein Sehen. Ich mir bewusst mache, dass ich meine Gefühle wähle und dass Schuldlosigkeit mein Ziel ist. Danke für diese Erinnerung. Danke für diesen Gottesdienst. Danke für diesen Bruderdienst. Ich umarme dich und wir sehen uns in einem Augenblick der Schuldlosigkeit, des Erinnerns, dass Gottesdienst der Dienst an meinem Bruder, der Dienst an mir selber ist. Danke, fühl dich umarmt und wir sehen uns in einem Augenblick.